Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Buch. Meine Mama war Widerstandskämpferin, das 2019 im Wiener Picus Verlag erschienen ist. Ich zeige Ihnen hier auch gleich, wie es ausschaut. Zu dieser Publikation kam es aufgrund einer Forschungsförderung der Stadt Wien zum Thema Demokratie in Wien, 100 Jahre Gegenwart, Geschichte und Zukunft. Für Brigitte und mich, wir arbeiten schon über 20 Jahre zum Thema Österreicherinnen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, war es naheliegend, den Beitrag der Widerstandskämpferinnen in den Vordergrund zu stellen. Dies erschien uns auch dahingehend wichtig, weil im allgemeinen Bewusstsein, aber auch in der Widerstandsforschung selbst Widerstand nach wie vor überwiegend männlich gedacht wird und die Darstellung zahlreichen geschlechtsspezifischen Stereotypen folgt. Es sind also Wahrnehmungsverzerrungen festzustellen, wie etwa, dass überwiegend Männer in führenden Positionen waren oder dass Frauen lediglich dem Widerstand zugearbeitet hätten. Der Untertitel unseres Buches, Netzwerke des Widerstands und dessen Bedeutung für die nächste Generation, deutet bereits die weiteren zentralen Themen an. Also neben der Analyse von 3 Widerstandsnetzwerken stellen wir die Frage nach den Konsequenzen der Widerstands- und Verfolgungserfahrungen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Also zum einen fragen wir nach den unmittelbaren Folgen der Widerstands- und Verfolgungserfahrung für die Frauen selbst nach 1945. Dabei beleuchten wir verschiedene Aspekte wie Gesundheit, Familiengründung, aber besonderes Augenmerk legen wir auf die politische Betätigung nach 1945 und ihre Haltung zur Demokratie im Allgemeinen. Zum anderen spannen wir den Bogen zur nächsten Generation. In Interviews und in einer Gruppendiskussion mit Kindern von Widerstandskämpferinnen gingen wir der Frage nach, also ob die Widerstandstätigkeit der Mütter in den Familien selbst tradiert wurde und aber auch den Fragen, also inwiefern oder wie sich die politische Sozialisation für die Nachgeborenen gestaltet hat und welchen Einfluss die Geschichte der Mütter auf das eigene politische Denken hat und hatte. In der folgenden Viertelstunde werfen wir einige wenige Schlaglichter auf den politischen Widerstand im nationalsozialistischen Österreich und die Rolle der Frauen darin, sowie deren Beitrag zur Demokratisierung Österreichs. Zunächst wird aber Brigitte die 3 Protagonistinnen unseres Buches und ihre Widerstandsnetzwerke vorstellen. Ja, die erste der 3 Frauen, die wir ausführlich porträtiert haben und eben ihre Widerstandsleistung, ist die Hansi Eibensteiner. Die Barbara Eibensteiner, aber auch Hansi genannt, die 1917 in Wien geboren wurde und dann auch im Kreis 7 des Kommunistischen Jugendverbands, kurz KJV, in Wien, im südlichen Wien aktiv war. Die zweite unserer Protagonistinnen ist die Irma Trüxack, auch Jahrgang 1917. Wahrscheinlich haben Sie einige von Ihnen selbst kennengelernt. Und sie war tätig in der Gruppe der kommunistischen Tschechenbewegung in Wien. Also das war eine Gruppe von Jugendlichen, die aus der tschechisch-slowakischen Minderheit in Wien kam. Und die dritte Frau ist Gertrude Horn, geborene Fanto. Sie war Jahrgang 1924. Sie war also als recht junges Mädchen oder junge Frau in der sogenannten Mischlingsliga Wien tätig. Und dieser Name, den sie sich selbst gegeben hatten, nimmt Bezug auf ihre Herkunft, weil alle Jugendlichen aus dieser recht großen Gruppe zum einen also nach damaligen rassistischen Gesetzen, einen jüdischen Elternteil und eben einen nicht-jüdischen, sogenannten arischen Elternteil hatten. Alle 3 Frauen
die wir porträtiert haben, waren im kommunistischen bzw. im kommunistisch ausgerichteten Widerstand tätig. Diese Fokussierung ist insofern gerechtfertigt, weil man für Österreich sagen kann, dass der Widerstand gegen das NS-Regime 1938 bis 1945 überwiegend von quasi linken Gruppen getragen wurde. Und alle drei Frauen waren im Widerstand in Wien aktiv. Die Helga hat schon auf den Wien-Bezug unseres Buch Bezug genommen. Und was die drei Frauen noch gemeinsam haben, ist eben, dass ihre Widerstandsgruppe aufgeflogen ist und sie ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert wurden. Und alle drei haben überlebt. Die drei Netzwerke, in denen die Frauen aktiv waren, waren in sich relativ homogen, weil deren Mitglieder zumeist freundschaftlich verbunden waren. Das heißt, der Zugang zur Gruppe erfolgte zumeist aufgrund einer Freundin oder eines Freundes oder auch aufgrund von Familienangehörigen, also des Bruders oder der Schwester. Und homogen waren sie auch, weil sie jeweils ähnliche politische oder rassistische Diskriminierungserfahrungen teilten. Daraus erklärt sich auch, dass die Mitglieder der Gruppen, also der Netzwerke, allesamt Jugendliche unter 25 Jahren waren. Dies ergab sich zusätzlich dadurch, dass viele der Erwachsenen bereits bei der Wehrmacht oder verhaftet oder sogar deportiert waren. Und auch die Jugendgruppen selbst waren in einer ständigen Fluktuation, eben durch die Einberufungen zur Wehrmacht oder Verhaftungen, sodass sich auch die Strukturen änderten. Und wir haben hier von der Amorphie von den Netzwerken gesprochen. Was die Gruppen unterscheidet, ist das soziale Milieu, aus dem die Protagonistinnen kamen. Weil während die Mitglieder des KJV, also rund um Hansi Eibensteiner und der tschechischen Gruppe, wo die Irma Trüxer aktiv war, während diese durchgehend aus der Arbeiterschaft kamen, setzte sich die sogenannte Mischlingsliga Wien aus den Jugendlichen oder aus Jugendlichen mit kleinbürgerlichen bzw. bürgerlichem Hintergrund zusammen. Die kommunistische Prägung schlug sich durchaus auf die Struktur der Netzwerke nieder. Sofern wir diese rekonstruieren konnten, waren sie nämlich relativ hierarchisch organisiert. Dabei hatten oft nur die sogenannten führenden Köpfe Kenntnis von der Ausrichtung der Gruppe und ihrer Tätigkeit. Dies gilt insbesondere für die Mischlingsliga Wien, die eine sehr große Gruppe war und wo nur einige wenige von ihrer politischen Ausrichtung wussten. Kennzeichnend für unsere drei Protagonistinnen ist, dass sie sich den weiblichen Rollenstereotypen nicht unterworfen haben. Also keine Rede von der unpolitischen, passiven Frau. Die Frauen waren vielmehr im politisch und eben im organisierten Widerstand tätig. Das heißt, sie waren nicht auf den humanitären Widerstand beschränkt oder haben sich eben auch nicht auf Zuarbeit zu Männern beschränken lassen, wie die Helga auch schon erwähnt hat, sondern sie waren ebenfalls an Flugzettel- und Sabotageaktionen beteiligt und setzten wie die männlichen Mitglieder ihr Leben dabei aufs Spiel. Und sie hatten, auch das wurde schon angesprochen, wichtige Positionen inne. Insbesondere die Barbara Eibensteiner hatte eine führende Position in ihrem Netzwerk inne. Und die Aktivitäten der drei Frauen und die Wirkmächtigkeit ihrer Handlungen, so sehen wir das, stehen auch stellvertretend für viele weitere Frauen, oder so möchten wir haben, dass sie auch gelesen werden, für viele weitere Frauen im Widerstand, deren Geschichte und Taten fast niemand kennt und eventuell auch unbekannt bleiben. Ich gebe weiter an Simon. Ja, vielen Dank. Also ich möchte kurz ein bisschen auf die Schlussfolgerung eingehen, die wir in Bezug auf den politischen Widerstand von Frauen und auch seine allgemeine Verortung in Österreich ziehen. Und dazu vielleicht erstmal allgemein einige Worte zum Widerstand in Österreich. Also während des Nationalsozialismus wurden ungefähr 2000 WiderstandskämpferInnen zum Tode verurteilt. Trotzdem muss der Widerstand als marginal bezeichnet werden. Die Gründe für diese Marginalität liegen etwa im kampflosen Untergang Österreichs, dem Ausbleiben der Intervention des Westens, wie auch des hohen Anteils an SympathisantInnen in der Bevölkerung. Somit muss konstatiert werden,
dass zu keinem Zeitpunkt eine ernstliche Gefahr durch den Widerstand ausging. Allerdings muss es auch dahingehend eingeordnet werden, dass ein Effizienzkriterium selbstverständlich gänzlich ungeeignet ist für die Bewertung von Widerstand. Was sich für die Bewertung relativ gut sagen lässt, ist, dass dem Widerstand in Österreich ein eminent politischer Wert zukam. Das liegt auf der einen Seite daran, dass WiderstandskämpferInnen nach 1945 entscheidend am Wiederaufbau beteiligt waren und sich in der provisorischen Regierung und Verwaltung engagierten. Andererseits muss man eben darauf hinweisen, dass die Alliierten bereits 1943 einen eigenen Beitrag Österreichs zur Befreiung forderten. Und man somit sagen kann, dass die WiderstandskämpferInnen nach 1945 für die österreichische Unabhängigkeit in gewisser Art und Weise instrumentalisiert wurden. Das Klima änderte sich dann auch relativ schnell, also dadurch, dass Österreich hauptsächlich von Kriegsheimkehrern und NationalsozialistInnen geprägt war, hatten diese naturgemäß wenig Verständnis und ergingen sich zumeist eigentlich eher in Diffamierungen. Auch das Ringen um Mehrheiten der Volksparteien trug dazu bei und in der Literatur wird deswegen auch oft von einem sogenannten Double Speak gesprochen. Mit Blick auf die Rolle der Frauen im Besonderen kann man konstatieren, dass sie zumeist in der Unterzahl waren, auch auf Führungsebenen relativ gesehen weniger vertreten waren, wobei natürlich der Kreis 7 des Kajot Faust hier eine eindeutige Ausnahme bildet. Schaut man sich allerdings die Konstellation etwas spezifischer an und geht in die Netzwerke, muss man eine eindeutige Gleichberechtigung oder auch relative Gleichberechtigung konstatieren. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass Widerstandskämpferinnen an verschiedenen Stellen ganz entscheidende Tätigkeiten ausübten. Zudem, wie ja bereits angeklungen ist, man auch daraus auf keinen Fall den Schluss ziehen kann, dass Frauen weniger politisch seien oder dergleichen, sondern auch hier ist es eben eine Frage der Sichtbarkeit. In diesem Kontext kann man auch nochmal auf die klassische männliche Prägung des öffentlichen Raums hinweisen, mit der einhergeht, dass eben Frauen oft auch ins Private verwiesen waren. Mit Bezug auf die 3 von uns angeschauten Lager hatten wir ja bereits gehört, dass sie alle eher dem linken Widerstand zugeordnet werden müssen. Das motiviert sich vor dem Hintergrund einer fortgesetzten Arbeiterbewegung. Diese Arbeiterbewegung war vormals sozialdemokratisch, wobei wir ab Beginn des Nationalsozialismus in Österreich eine stärkere Tendenz hin zum Kommunistischen sehen, was sich wohl auch durch das deutlich aktivere Widerstandskonzept der KommunistInnen erklärt. Diese Tendenz lässt sich wohl auch für Österreich im Allgemeinen konstatieren. So war die Hälfte aller verurteilten WiderstandskämpferInnen dem kommunistischen Lager zuzuordnen. Das Ganze muss so ein wenig dahin eingeschränkt werden, dass damit nicht zwingend eine einheitliche Linie oder dergleichen verbunden war. Im Grunde die AkteurInnen sogar recht heterogen eingestellt waren und vor allen Dingen durch ihre Opposition gegenüber dem Nationalsozialismus vereint waren. Nichtsdestotrotz, und auch das hatten wir ja bereits gehört, schlägt sich die kommunistische Orientierung dann doch oft in der Struktur der Widerstandsnetzwerke nieder. Als letzte Bemerkung möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Studie sich auf einer mikrosoziologischen Ebene auch mit den innerfamiliären Konsequenzen auseinandergesetzt hat, womit ich weitergeben möchte an Helga, die nochmal den Beitrag der Frauen für die Demokratisierung Österreichs in den Blick nimmt. Ja, dieser Beitrag der Frauen zur Demokratisierung Österreichs ist nicht quantifizierbar, aber wohl unbestritten, wie Simon schon angedeutet hat, wäre Widerstand ohne die Frauen zum einen nicht möglich gewesen, wenngleich der Widerstand selbst höchstens Sand ins Getriebe des NS-Regimes gebracht hat. Gezeigt hat sich auch also in der Nachverfolgung der Biografien dieser 3 Frauen, dass sie allesamt auch nach 1945 politisch aktiv waren. Aus unseren anderen Studien wissen wir auch, dass das nicht nur für unsere 3 Protagonistinnen gilt.
keine dieser 3 porträtierten Frauen waren in hohen politischen Ämtern tätig, aber sie engagierten sich in Kontinuität auch zu ihrer Widerstandstätigkeit nachher in der Kommunistischen Partei Österreichs und im Rahmen des KZ-Verbandes. Unseres Erachtens leisteten sie aber gerade im Hinblick auf ihre Zeitzeuginnen-Tätigkeit eine immens wichtige Rolle für die Demokratisierung Österreichs. Also dies begann unmittelbar nach der Befreiung. 10 Ravensbrückerinnen, allesamt politische Widerstandskämpferinnen, veröffentlichten im Juli 1945 bereits eine kleine Broschüre über das Frauenkonzentrationslager. Sie gründeten 1947 eine äußerst aktive Lagergemeinschaft, die bis heute besteht. Sie konzeptionierten Ausstellungen, stellten sich für Forschungen zur Verfügung. Sie gaben Interviews. Sie schrieben selbst Bücher über ihre Widerstands- und Verfolgungserfahrung. Und am wichtigsten erscheint mir, also dass sie wirklich zahlreich in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen als Zeitzeuginnen tätig waren. Und dazu kommt, dass sie auch einen Beitrag zur Demokratisierung Österreichs leisteten, indem sie ihre eigenen Kinder, und das haben uns alle befragten Nachgeborenen erzählt, vor allem die Werte der Solidarität und die Gleichheit der Menschen ans Herz legten. Also Brigitte wird gleich darauf näher eingehen. Genau, wir haben uns eben auch genauer angeschaut, wie die Kinder der 3 Protagonistinnen aufgewachsen sind, haben aber auch noch weitere Angehörige der 2. Generation befragt, wie sie aufgewachsen sind. Also auch Männer und Frauen, deren Mütter Widerstandskämpferinnen waren. Nun, wie sind sie aufgewachsen? Man kann sagen, durchaus anders als der Durchschnitt der österreichischen Kinder. Das war ihnen natürlich von Beginn an nicht bewusst, aber spätestens beim Schuleintritt wurde das klar. Weil sie waren zumeist die einzigen Kinder von Kommunisten und Kommunistinnen in der Klasse. Sie gingen als einzige nicht in den Religionsunterricht und wurden, also manche von ihnen, als Judenkinder beschimpft. Was sie sich überhaupt nicht erklären konnten, weil das Jüdischsein im Elternhaus üblicherweise keine Rolle gespielt hat. Äußerst wichtig war für die Kinder der Widerstandskämpferinnen der erweiterte Familienverband, der für diese Blase, könnte man sagen, typisch war. Oft genannte Beispiele waren diverse Ferienlager, die für sie in der Erinnerung zum Inbegriff von gelebter Solidarität und Freiheit wurden. Typisch ist also für diese Gruppe auch die frühe Akzentverschiebung von der Familie zur Peer Group als oft prägendes Umfeld. Das war ihnen sehr wichtig. Typisch für das Aufwachsen in dieser Familie war auch, dass die Geschichte der Mutter doch immer irgendwie präsent war, auch wenn daheim darüber geschwiegen wurde oder das Thema nur indirekt auf den Tisch kam. Das hörten wir sehr oft, aber auch, dass daheim dauernd über die NS-Zeit geredet wurde. Und dennoch dominant war das Nichtwissen über die konkreten Umstände der Widerstands- und Verfolgungszeit ihrer Mütter und ihrer Eltern, besonders über die Verfolgungszeit dann. Wir reden hier von bruchstückhaften Narrationen im Elternhaus und in der Jugendzeit. Erst Jahrzehnte später, als Erwachsene, hat sich die 2. Generation dann eingehender mit dem Leben ihrer Mütter beschäftigt. Wir fragten die Söhne und Töchter von Widerstandskämpferinnen auch nach Erfahrungen oder Spuren von Traumata in der Familie. Diese konstatierten sie mehrheitlich für ihre Mutter. Für sich selbst wiesen sie solche zurück, wenngleich sie auch einräumten, doch spezifische subjektiv erlebte Belastungen durch die Biografie ihrer Eltern wahrgenommen zu haben. Zudem hatten 4 von 7 Befragten therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen und kämpften doch lange mit Schuldgefühlen und auch Depressionen.
Auch konstatierten sie, dass sie mit dem Gefühl aufgewachsen sind, eben einer politischen oder gesellschaftlichen Randgruppe anzugehören. Des Weiteren interessierte uns auch das Frauenbild bzw. das weibliche Selbstbild, das unsere Gesprächspartnerinnen haben. Diese, so meinten sie, sei doch stark von der Tatsache geprägt worden, dass ihre Mütter eben im Widerstand aktiv waren. Und dabei verbinden sie eben das Frausein mehrheitlich mit Eigenschaften wie stark sein, unabhängig sein und selbstbewusst. Ungeachtet der Tatsache, dass die Mütter selbst in ihren Familien sehr wohl dem patriarchalen Rollenbild verhaftet geblieben sind. Auffallend ist weiters, und das ist jetzt mein letzter Punkt, das politische Selbstverständnis der Angehörigen der zweiten Generation, das sie durchaus auch auf ihre Herkunft zurückführen. Helga hat schon davon gesprochen, dass sie einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, den sie in Solidarität und politisches Engagement für die schlechter Gestellten in der Gesellschaft einsetzen. Alle aber waren sie nicht parteipolitisch aktiv, schon gar nicht in der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreichs. Alles in allem lässt sich also sagen, dass die Widerstands- und Verfolgungserfahrungen der Mütter deutliche Spuren im Leben der Söhne und Töchter hinterlassen haben und dies mehrheitlich, zumindest jetzt, wo sie selbst bereits im reiferen Alter sind, als positiv für ihren Selbstwert und ihr Selbstbild betrachten. Soweit von uns dreien. Danke für die Aufmerksamkeit und liebe Grüße aus Wien. Und wir hoffen, dass die Buchpräsentation Ihr Interesse an unserem Buch geweckt hat. Dankeschön. Vielen Dank.